Ja, hallo, hier ist Stefan aus Panama. Heute möchte ich mit euch eine Mail aus meinem Newsletter mit euch teilen. Falls ihr mehr Informationen über Panama wollt, dann registriert euch kostenlos für den Newsletter. Der Link ist unten in der Beschreibung. Los geht's! Neulich saß ich in einem Taxi und meinte zum Fahrer: Trump will ja jetzt den Kanal wieder haben. Der Fahrer antwortete nur schnippisch: Ja, von mir aus kann er den gerne haben. Und diese Meinung ist kein Einzelfall. Von den einfachen Panameños konnte man ähnliche Äußerungen in den letzten Tagen öfters hören. Eigentlich ist der Kanal der Nationalstolz der Panameños. Dafür kennt man Panama auf der ganzen Welt und sowas hat sonst keiner in der Region. Wie kann man dann die Äußerung des Taxifahrers erklären? Im Moment ist die wirtschaftliche Situation in Panama sehr angespannt. Seit Covid haben viele ihre Arbeitsstelle verloren oder mussten deutliche Lohnkürzungen hinnehmen. Außerdem haben viele Panameños das Gefühl, nicht vom Reichtum des Landes zu profitieren. Während der letzten Regierung gab es unzählige Berichte über Korruption und die staatliche Sozialversicherung ist pleite. Es ist die Rede davon, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Der Taxifahrer hatte das Gefühl, er bekommt vom Kanal nichts ab und das Geld versickert in Korruption irgendwo da oben. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute erwarten vom Kanal einen Scheck am Jahresende. In der Praxis wird der Gewinn des Kanals einfach im Haushalt verbucht. Aber warum will der Taxifahrer den Kanal an Trump übergeben? Es ist derselbe Grund, aus dem man die Mine schließen wollte. Die Mine war ein Symbol für die da oben und Korruption. Die Menschen kennen ihre Pappenheimer und haben ein Bauchgefühl dafür, wenn sie die Arschkarte gezogen haben. Weil man sich ohnmächtig fühlt, macht man denen da oben ihre Spielzeuge kaputt. Als die Mine schließen musste, merkte man dies zum Beispiel an den hämischen Kommentaren in den sozialen Medien. Die Leute sind sich durchaus bewusst, dass sie sich mit solchen Aktionen auch selbst schaden. Sie gehen aber davon aus, dass es die da oben stärker trifft als sie selbst. Außerdem fühlt es sich gut an, denen da oben mal eins auszuwischen. Wollen die frustrierten Panameños jetzt wirklich den Kanal abgeben? Ich glaube nicht. Es ist mehr ein Ausdruck von Frustration über die aktuell sehr schwierige wirtschaftliche Lage. Als Auswanderer in Panama ist es meiner Meinung nach aber wichtig, sich dieser Dynamik bewusst zu sein, um Ereignisse wie die Proteste gegen die Mine besser einschätzen zu können. Falls du mehr Post aus Panama bekommen möchtest, dann registriere dich einfach kostenlos für den Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.